Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial rund um das Thema Media Alerts. Was ein Alert ist, wie ich ihn nutzen und individuell für meine Bedürfnisse konfigurieren kann, zeige ich Ihnen jetzt. Los geht's! Was ist ein Media Alert? Einfach gesagt, der Media Alert verschickt E-Mails mit Meldungen aus dem Media Account an beliebig viele Empfänger. Dabei kann ich nicht nur den Inhalt individuell über vorher definierte Filter bestimmen, sondern auch in welcher Taktung er mir die Mails schicken soll. Das geht von jede Meldung immer einzeln und sofort an mich oder täglich um 11 Uhr aktuelle Meldungen an mein Team bis hin zu einmal pro Woche alle Meldungen gesammelt um 12 Uhr mittags, inklusive einer statistischen Auswertung, zum Beispiel an die ganze Firma. Ich kann im Media-Account beliebig viele Alerts anlegen und für mich arbeiten lassen. Jeder einzelne Alert funktioniert dabei komplett eigenständig und liefert immer die neuen Meldungen seit dem Zeitpunkt des letzten Versandes des jeweiligen Alerts aus. Eine Meldung kann also pro Account mehrfach in verschiedenen Alerts verschickt werden. Pro Alert-Mail werden maximal 300 Meldungen dargestellt. Diese Mengenbegrenzung berücksichtigt übliche Größenbeschränkungen von E-Mail-Servern und Programmen. Sollten pro Alert mehr als 300 Meldungen auflaufen, sind die zusätzlichen Meldungen in einer Browser-Version zu sehen. Die Browser-Version ist über einen Link unterhalb des Alerts aufrufbar. Die Höchstgrenze für darstellbare Meldungen liegt in diesem Fall bei 15.000. Die verschickten Alerts sind jedoch nicht nur per E-Mail oder als Browser-Version aufrufbar. Sie sind auch direkt im Media-Account verfügbar. Alle versendeten Alerts werden nämlich zusätzlich im Nachrichtenbereich oben in der Menüleiste archiviert und können dort einen Monat lang rückwirkend aufgerufen werden. Schauen wir uns jetzt einmal den Media Alert-Bereich genauer an. Sie finden ihn oben rechts hinter dem Einstellungsrädchen. Wir klicken also auf den Menüpunkt Media Alert und sehen zunächst eine Übersichtsseite mit allen Media Alerts des Accounts. In der Liste hat jeder Alert seine eigene Betreffzeile und zeigt die E-Mail-Adressen der Empfänger sowie die Infos zu den Versandintervallen an. Schauen wir uns zunächst die Option rechts davon an. Mit dem Schieberegler pausieren oder aktivieren Sie den Versand des Media Alerts. Das ist nützlich, wenn Sie oder andere Empfänger Ihres Alerts zum Beispiel in Urlaub sind oder keine E-Mails empfangen wollen. Bei Klick auf das Stiftsymbol öffnet sich das Konfigurationsfenster des Alerts. Mit dem Icon rechts daneben kann der Alert dupliziert werden. Bei Klick auf den Papierkorb wird der Alert gelöscht. Jetzt legen wir einmal einen neuen Media Alert an. Dafür klicken wir auf das große Plus unten rechts. Von rechts öffnet sich nun das Konfigurationspanel. Ganz oben sehen Sie den Betreff der Alert-Mail und die beiden Buttons Abbrechen und Speichern. In der Zeile darunter den Schieberegler, den Sie bereits aus der Media Alert Übersicht kennen und mit dessen Hilfe der Versand der Mail pausiert und wieder aktiviert werden kann. Rechts daneben öffnet sich bei Klick auf das Augensymbol die Vorschau des Alerts. Hier können Sie alle von Ihnen vorgenommenen Anpassungen am Design und anderen Einstellungen überprüfen, bevor Sie den Alert speichern und aktivieren. Ganz rechts erklärt die Legende den Grundaufbau eines Alerts und die einzelnen Konfigurationsmöglichkeiten. Gehen wir nun weiter zur Betreffzeile. Der Standard Media Alert trägt den Betreff Neue Meldung für Media Account und dann folgt der Name Ihres Media Accounts. Der Betreff des Alerts ist individuell anpassbar. Geben Sie ihm einfach den für Sie passenden Namen. Ich nenne ihn jetzt einfach mal meine täglichen Meldungen. Kommen wir nun zum inhaltlichen Herzstück des Alerts, dem ausgewählten Filter. Standardmäßig ist bei jedem neuen Alert der Filter Meldungen heute hinterlegt und als Quelle werden automatisch alle Aufträge und Mediengattungen hinterlegt. Diesen Filter möchte ich jetzt etwas an meine Bedürfnisse anpassen. Dazu wechsle ich in den Bereich Meldungen. Klicke oben auf den Suchfilter. Ich möchte in meinem Alert nur Meldungen aus meinem Naturkosmetikauftrag geliefert bekommen. Ich speichere jetzt den Filter und gebe ihm den Namen Naturkosmetik pur.
Jetzt wechsle ich wieder in mein Alert und klappe das Filtermenü aus. Dort erscheint nun der eben angelegte Filter Naturkosmetik pur. Wenn ich ihn auswähle, schickt mir der Alert nur noch Meldungen, die zu diesem Filter passen. Sie können Filter jedoch nicht nur nach Aufträgen, Suchbegriffen oder Medienarten suchen lassen. Die Suche nach Meldungen eines bestimmten Autors oder einer einzelnen Publikation oder Verlages sind ebenso möglich. Mit Filtern können Sie auch gezielt nach bestimmten Labels suchen lassen und sich die Treffer dann mit einem Alert zuschicken lassen. Für die Erstellung von individuellen Filtern steht Ihnen ebenfalls ein Videotutorial zur Verfügung. Jetzt aber erstmal weiter zum nächsten Feld, den Empfängern. In den grauen Feldern tragen wir nun die E-Mail-Adressen der Empfänger ein. Es können beliebig viele E-Mail-Adressen als Empfänger eingerichtet werden. Im Prinzip hätten wir jetzt die Einrichtung eines Alerts erstmal abgeschlossen. Wenn wir jetzt oben auf Speichern klicken, wäre der Alert scharf geschaltet und würde ab sofort neue Meldungen versenden. Doch sehen wir uns auch jetzt nochmal die restlichen Optionen genauer an. Analog zur Wahl der Sprache des Media-Accounts oder der Ausgabesprache beim Meldungsexport ist die Ausgabesprache auch für den Alert individuell an Ihren Empfängerkreis anpassbar. Übersetzt werden die Überschriften der Grafiken sowie die Angaben in der Meldungsliste. Kommen wir nun zu den Einstellungen für den Benachrichtigungsintervall. Hier müssen wir uns zunächst zwischen einem festen Versandzeitraum oder einem Sofortversand entscheiden. Option 1, der feste Versandzeitraum, kann wochenweise von Montag bis Sonntag zwischen 6 und 22 Uhr in halbstündlichen Intervallen ausgewählt werden. Standardeinstellung für deutsche Accounts ist 11 Uhr und für die Schweiz 8 und 14 Uhr. Die zweite Option, Meldung schnellstmöglich versenden, bedeutet, dass sobald eine Meldung im Media-Account vorhanden ist, diese ohne Zeitverzug sofort in aller Regel dann auch einzeln an ihre Empfänger versendet wird. Da es thematisch an dieser Stelle ganz gut passt, überspringen wir kurz den Statistikteil und wechseln zum Punkt nur tagesaktuelle Meldungen. Ist diese Checkbox aktiviert, werden nur Meldungen versendet, die bis zum Versandzeitpunkt im Media-Account bereitgestellt und an dem jeweiligen Tag erschienen sind. Konkret heißt das, ein Media-Alert, dessen Versandzeitpunkt auf Montag 11 Uhr eingestellt ist, enthält nur Meldungen vom Montag, die bis ca. 10:55 Uhr in den Media-Account zu sehen sind. Meldungen am Montag nach 11 Uhr oder Meldungen anderer Wochentage werden beim Versand ignoriert. Jetzt zu den Statistiken. Die Statistiken können ein- und ausgeblendet werden. Wenn ich mich für den Sofortversand von Meldungen entscheide, bekomme ich viele Alerts mit wenigen oder nur einer Meldung. Da machen Statistiken nicht wirklich Sinn. In diesem Fall würde ich die Statistiken abwählen. Da der Standardversand aber auf täglich 11 Uhr eingestellt ist und wahrscheinlich mehrere Meldungen enthalten sein könnten, sind auch erstmal alle Grafiken aktiviert. Schauen wir uns die Komponenten einmal im Detail an. Ich lege mir jetzt erstmal einen Beispiel-Alert neben das Fenster. Dann sehen wir gleich, was gemeint ist. Auftrags- und Suchbegriffsübersicht. Die Aufträge und Suchbegriffe werden standardmäßig alphabetisch geordnet. Ein Hinweis: besonders wichtige Suchbegriffe können Sie bei Bedarf in der Auftragsübersicht mit Hilfe des Sternchen vor dem Namen der Suchbegriffe hervorgehoben werden. Wenn das Sternchen gesetzt ist, stehen die Suchbegriffe dann hier im Alert immer ganz oben. Der Bereich reichweitenstarke Meldungen zeigt die 3 reichweitenstärksten Meldungen. Gesamtbuzz zeigt an, wie viele Meldungen im Betrachtungszeitraum gefunden wurden, welche Reichweite und welchen Anzeigenäquivalenzwert sie in Summe hatten. Anzahl und Reichweite der letzten 7 Tage zeigt die Entwicklung des Meldungsaufkommens im Zeitverlauf. Verteilung über Mediengattung zeigt die Verteilung der Meldungen auf die Medienarten in Form einer Tabelle. Im Alert folgt nach den Statistiken die Meldungsliste. In den Einstellungen können Sie zwischen der Sortierung nach Reichweite und der chronologischen wählen. Unter jeder Meldung im Alert finden Sie die Meldungsfunktion. Sie können das PDF laden, den Link zur Quelle klicken oder die Meldung im Media-Account direkt aufrufen. Diese Funktionen können deaktiviert werden.
Das Meldungsthumbnail ist das kleine Vorschaubild rechts neben der Meldungsheadline. Auch dieses kann ebenso deaktiviert werden. Verwendung mit oder ohne Media Account. Mit Link zum Media Account ist sinnvoll für Landau Media Kunden mit Zugang zum Media Account, die den Alert meist als Info über neue Meldungen im Account nutzen und diese dort dann auch verwalten und bearbeiten. Das PDF und das Media Account Icon verlinken auf die Detailseite der Meldung im Media Account. Als Standard ist die Verwendung mit Media Account gesetzt. Für Media Alert Empfänger, die keinen Zugang zum Media Account haben und die Alert Mail als Information über neue Meldungen zu Aufträgen oder Suchbegriffen nutzen, zum Beispiel Agenturkunden, kommt die zweite Option in Frage. Bei dieser Option wird das Icon zur Verlinkung in den Media Account unter der Meldung ausgeblendet, ebenso wie das Landau Media Werbebanner unterhalb der E-Mail. Individuelles Design. Hier haben Sie die Möglichkeit, jeden Alert individuell anzupassen. Standardmäßig hat der Alert das Design von Landau Media. Sie können hier aber Ihre eigene Corporate Identity oder die Ihrer jeweiligen Kunden oder eines speziellen Themas oder Events hinterlegen. Der sogenannte Header ist die Bannergrafik oben in der Mail. Die optimale Größe für die Darstellung in Mails sind 600 Pixel in der Breite. Denken Sie bitte daran, dass mehr als die Hälfte aller Mails heutzutage auf mobilen Endgeräten gelesen werden. Vermeiden Sie am besten zu kleinteilige Motive oder zu lange und kleine Texte innerhalb dieser Grafik. Die Hintergrundfarbe ist die Farbe hinter der Grafik. Für den Fall, dass die Grafik nicht angezeigt wird, sieht man also an dieser Stelle die gewählte Farbe. Auf dieser Farbe würde in diesem Fall dann auch der Alternativtext erscheinen. Diese Optionen sind wichtig für E-Mail-Programme, die die Anzeige von Bildern erst nach ihrer Zustimmung laden. Optional können Sie auch die Farbe für den Hintergrund rechts und links neben der Mail für die Highlights sowie die Balkenfarbe für Reichweite und Anzahl in den Statistikgrafiken anpassen. Zum Abschluss kommen wir zum Footer. Das ist der Textteil unter der Mail. Hier können Sie zusätzlich zum Text von Landau Media noch einen eigenen Text eingeben. Vielen Dank für Ihr Interesse und viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit mit den Media Alerts. Für Fragen und Anmerkungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.